Selber schlecht aussehen oder schlecht klingen in Videokonferenzen? Das muss nicht sein. Ich stelle dir ein einfaches Hardware-Setup vor, mit dem du für unter 200 € die Qualität deiner Videocalls deutlich verbessern kannst. Herzlich willkommen bei MindNap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz. In diesem Video möchte ich dir ein Videocall-Setup vorstellen, das ich seit einigen Monaten selber verwende und mit dem ich rundweg zufrieden bin. Wenn du an Videokonferenzen mit der integrierten Kamera und Mikrofon deines Laptops teilnimmst, kannst du keine tollen Bild- und Tonqualität erwarten. In den nächsten Wochen möchte ich dir deshalb in mehreren Videos zeigen, welche Video-Hardware du verwenden kannst, um die Qualität deutlich zu steigern. Den Anfang mache ich hier mit einem ganz einfachen Setup, das relativ günstig und leicht einzurichten ist. Alle vorgestellten Produkte findest du übrigens auch in der Beschreibung verlinkt. Bevor ich loslege, welche Hardware gibt es überhaupt, die sich auf die Bild- und Tonqualität auswirkt? Das erste, woran die meisten denken, ist die Kamera. Kameras können eine bessere Auflösung oder ein besseres Objektiv haben als eine integrierte Laptop-Kamera. Oft sind sie aber nicht der einzige Grund für ein schlechtes Bild. Viel wichtiger ist nämlich meistens das Licht. Mit einer guten Beleuchtung kannst du eine schlechte Kamera ganz oft auch einfach ausgleichen. Gerne vergessen und eigentlich doch am allerwichtigsten ist das Mikrofon. Wenn du schlecht zu hören bist, schalten deine Gesprächspartner schnell ab. Und das im wortwörtlichen Sinne. In jedem der 3 Bereiche gibt es eine riesige Auswahl an Produkten. Bei der Zusammenstellung, die ich dir heute vorstellen möchte, habe ich auf mehrere Dinge ganz besonders geachtet. Es gibt billigere und natürlich auch viel teurere Kameras, Lampen und Mikrofone als die ich dir hier vorstelle. Ich habe einiges ausprobiert und bin mit diesem Setup sehr zufrieden und benutze es selber in genau dieser Form. Mit Anschaffungskosten von ca. 180 €, wobei ich fairerweise davon ausgehe, dass du einen halbwegs aktuellen Laptop oder PC besitzt, ist das Setup für viele erschwinglich. Und du brauchst noch nicht mal alles auf einmal zu kaufen. Damit du deine Kamera und dein Mikrofon flexibel am Computer einsetzen kannst, musst du sie an deinen Rechner anschließen. Viele professionelle Kameras haben aber nur HDMI oder SDI-Ausgänge, die du in aller Regel nicht einfach an deinen Laptop anschließen kannst. Dafür könntest du zwar auch eine sogenannte Capture Card verwenden, aber unser Setup soll ja einfach sein. Deshalb kommen hier nur Geräte mit USB-Ausgang in Frage. Außerdem finde ich die Idee super, alle Geräte, die du verwendest, über einen USB-Hub an deinen Computer anzuschließen. Wenn du dann deinen Laptop mitnehmen willst, brauchst du nur ein Kabel abzustecken und bist frei sozusagen. Als ich angefangen habe, dieses Setup zu entwickeln, habe ich eigentlich über ein Setup für Webinare nachgedacht. Deshalb war es mir ganz besonders wichtig, dass die Komponenten direkt im System als Webcam und Audioquellen verfügbar sind und nicht in der einzelnen Software einzeln hinzugefügt werden müssen. In diesem Setup ist das Thema nicht ganz so relevant, aber in den größeren Setups wirst du sehen, was ich damit genau meine. Also, welche Technik empfehle ich? Als erstes die Kamera. Hier heißt meine Empfehlung Logitech C920 HD Pro. Was mir daran gefällt, viele Webcams heutzutage haben immer noch 720p Auflösung. Die C920 hat Full HD. Full HD ist die 1080p Auflösung, also 1920 x 1080 Pixel. Auch sonst ist die Bildqualität gut. Der Autofokus passt, die Halterung lässt sich leicht an einem Laptop befestigen oder über Standardgewinde auf jedem Stativ montieren. Anschluss ist selbstverständlich auch über USB. Logitech ist außerdem auch einfach ein renommierter Player-Anbieter in dem Bereich, was Webcams angeht und rundweg eine solide Kamera. Nachteilig könnte man eigentlich nur sagen, dass der Preis mit 109 € schon einigermaßen stolz ist für so eine Webcam. Passend zur Kamera habe ich ein Ringlicht ausgewählt, bei dem man nichts falsch machen kann. Den Link findest du wiederum in der Beschreibung. Das Ringlicht ist groß genug, damit du die Webcam in der Mitte montieren kannst. Über 2 Einstellräder kannst du die Helligkeit und die Lichtfarbe stufenlos verändern. Wenn du also tagsüber Sonnenlichteinstrahlung hast, kannst du das Licht bläulich einstellen. Abends, wenn die Glühbirnen leuchten, stellst du die Farbe einfach um und vermeidest so unschöne Farbverschiebungen. Erwähnenswert sind die flexiblen Anschlussmöglichkeiten über Stativgewinde und Blitzschuhaufnahme und der stabile Arm zur Positionierung. Strom erhält die Lampe über USB, was für unser Setup prima ist. In manchen Fällen wäre es aber auch schön, wenn ein Netzteil dabei wäre. Also das ist vielleicht hier der kleine Nachteil, den es gibt. Beim Mikrofon habe ich mich ehrlich gesagt mit der Auswahl am schwersten getan
Und hier ist wohl auch am stärksten Geschmackssache. Viele haben auch einfach schon ein Headset, was man benutzen kann, über Bluetooth zum Beispiel oder kabelgebunden. Was mir an dem Headset, was ich hier ausgewählt habe, gut gefällt, ist, dass es durch den einseitigen Kopfhörer nicht so klobig auf dem Kopf sitzt und dass man es über USB anschließen kann. Wenn du jetzt direkt loslegen willst, aber nicht alles auf einmal anschaffen kannst oder willst, würde ich dir folgende Reihenfolge empfehlen. Das erste, worüber du nachdenken solltest, ist das Mikrofon. Das zweite ist Licht. Und das dritte ist die Kamera. Für die Reihenfolge gibt es 2 gute Gründe: Preis und Wirkung. Ein anständiges Mikrofon bekommst du schon für 20 € und Ton ist einfach das Allerwichtigste. Lampen wie das verlinkte Ringlicht kosten um die 50 € und wie gesagt, kannst du mit gutem Licht eine mittelgute bis sogar schlechte Kamera oft ausgleichen. Andersrum ist das praktisch ausgeschlossen. In einem der nächsten Videos stelle ich dir auch mein mittleres und großes Videokonferenz-Setup vor, unter anderem mit Funkmikrofon, DSLM-Kamera und einem Bildmischer. Wenn dich das Thema interessiert, abonniere gerne unseren Kanal. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei Skype, Zoom, Hangout oder Teams. Bis zum nächsten Video von MindNapped. Mit Videos mehr erreichen.